Hallo zusammen, ich bin Marlin und willkommen bei Romimed. Das Thema unseres heutigen Videos ist eines der wichtigsten in der Biochemie: der Zitratzyklus und wie Energie aus Glucose gewonnen wird. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt bitte auf Abonnieren, gebt ein Like, aktiviert die Glocke und teilt das Video mit euren Freunden. Möchtet ihr wissen, wie eure Zellen Energie produzieren und was NADH, ATP oder die Atmungskette damit zu tun haben? Dann bleibt bis zum Ende dran. Jetzt tauchen wir ein in die Welt der Mitochondrien. Sie sind die Kraftwerke unserer Zellen und produzieren Energie in Form von ATP. Dafür nutzen sie Nährstoffe und Sauerstoff und geben Kohlendioxid und Wasser als Abfallprodukte ab. Noch was Spannendes? Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere und eine innere, und sogar ihre eigene DNA, die ringförmig ist, ähnlich wie bei Bakterien. Was gibt's noch? Zwei Räume: den Intermembranraum zwischen den Membranen und die Matrix im Inneren. Übrigens, Coenzym Q10 spielt eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion. Jetzt wird's interessant. Wo passiert was in der Mitochondrie? Fangen wir mit der Glykolyse an, dem ersten Schritt der Energiegewinnung. Die Glykolyse findet im Zytoplasma statt, nicht in der Mitochondrie, und spaltet ein Glukosemolekül in zwei Pyruvatmoleküle. Das Ganze läuft in 10 Schritten ab, und ich erkläre euch jeden einzelnen, damit ihr es richtig versteht. Was ist das Ziel? Energie in Form von ATP und NADH gewinnen und Bausteine für die nächsten Schritte liefern. Also, los geht's! Zuerst teilt sich die Glykolyse in 2 Phasen: die Energieinvestitionsphase, wo wir ATP reinstecken, und die Energiegewinnungsphase, wo wir Energie rausholen. Erster Schritt: Glucose wird durch das Enzym Hexokinase zu Glucose-6-Phosphat phosphoryliert, dabei wird ein ATP verbraucht. Zweiter Schritt: Phosphoglucose-Isomerase wandelt Glucose-6-Phosphat in Fructose-6-Phosphat um, nur eine kleine Umstrukturierung. Dritter Schritt: Jetzt kommt Phosphofructokinase 1, das Fructose-6-Phosphat zu Fructose 1 und 6-Bisphosphat macht, und wieder wird ein ATP verbraucht. Was haben wir bisher? 2 ATP investiert, aber noch keine Energie gewonnen. Vierter Schritt: Aldolase spaltet Fructose 1 und 6-Bisphosphat in 2 Moleküle, Dihydroxyacetonphosphat und Glycerindaldehyd-3-Phosphat. Fünfter Schritt: Triose-Phosphat-Isomerase wandelt Dihydroxyacetonphosphat in ein zweites Glycerindaldehyd-3-Phosphat um, sodass wir jetzt 2 gleiche Moleküle haben. Jetzt kommt die Energiegewinnungsphase. Sechster Schritt: Glycerindaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase oxidiert jedes Glycerindaldehyd-3-Phosphat zu 1 und 3-Bisphosphoglycerat. Dabei entsteht pro Molekül ein NADH aus NAD, also insgesamt 2 NADH. Siebter Schritt: Phosphoglyceratkinase überträgt eine Phosphatgruppe von 1 und 3-Bisphosphoglycerat auf ADP, wodurch pro Molekül ein ATP entsteht, also insgesamt 2 ATP. Achter Schritt: Phosphoglycerat-Mutase lagert 3-Phosphoglycerat zu 2-Phosphoglycerat um. Neunter Schritt: Enolase entfernt Wasser aus 2-Phosphoglycerat und bildet Phosphenolpyruvat, ein energiereiches Molekül. Letzter Schritt: Pyruvatkinase überträgt eine Phosphatgruppe von Phosphenolpyruvat auf ADP, produziert ein weiteres ATP pro Molekül, also nochmal 2 ATP, und liefert Pyruvat. Was ist das Ergebnis der Glykolyse? Insgesamt 2 ATP netto, da wir 2 ATP investiert und 4 ATP gewonnen haben, plus 2 NADH und 2 Pyruvatmoleküle. Was sind NADH und FADH2 übrigens? Das sind Elektronenträger, die später in der Atmungskette jede Menge ATP liefern. Noch was Wichtiges: Die Glykolyse ist super effizient, läuft ohne Sauerstoff und versorgt die Zelle schnell mit Energie. Perfekt, oder? Jetzt seid ihr Glykolyse-Profis. Weiter geht's mit Pyruvat. Was passiert jetzt? Es gibt verschiedene Wege: Beta-Oxidation von Fettsäuren, Abbau von Proteinen oder Glucose. Alles führt zu Acetylcoenzym A. Dieses Molekül startet den Krebszyklus, auch Zitratzyklus genannt, in der Matrix der Mitochondrie. Was macht der Zyklus? Er produziert NADH, FADH2 und etwas ATP. Und was kommt danach? Richtig, die Atmungskette, wo die meiste Energie gewonnen wird. Ein spannender Prozess. Lasst uns tiefer eintauchen. Jetzt wird's richtig detailliert. Der Krebszyklus in 8 Schritten. Los geht's mit dem ersten Schritt. Acetylcoenzym A verbindet sich mit Oxalacetat zu Citrat. Dank dem Enzym Citratsynthase keine Energieproduktion, nur Vorbereitung. Zweiter Schritt:
Akonitase lagert Citrat zu Isocitrat um, ein kleiner Übergang. Dritter Schritt, Isocitrat-Dehydrogenase oxidiert Isocitrat zu Alpha-Ketoglutarat, produziert NADH und Kohlendioxid. Vierter Schritt, Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase macht weiter, bildet Succinylcoenzym A, ein weiteres NADH und Kohlendioxid. Fünfter Schritt, Succinylcoenzym A-Synthetase spaltet Succinylcoenzym A und produziert GTP, das in ATP umgewandelt werden kann. Sechster Schritt, Succinat-Dehydrogenase oxidiert Succinat zu Fumarat und bildet FADH2. Dann siebter Schritt, Fumarase fügt Wasser hinzu, um Fumarat in Malat umzuwandeln. Letzter Schritt, Malat-Dehydrogenase oxidiert Malat zu Oxalacetat und produziert noch ein NADH. Zusammengefasst kann man sagen, pro Acetylcoenzym A entstehen 3 NADH, ein FADH2, 1 GTP und 2 Kohlendioxid. Und weil eine Glucose 2 Acetylcoenzym A liefert, läuft der Zyklus zweimal pro Glucose. Jetzt wechseln wir die Bühne, die Atmungskette. Wo sind wir? An der inneren Membran der Mitochondrie. Wir verlassen die Matrix und schauen uns die Membran an. Was passiert hier? Kurz gesagt, die Energie aus NADH und FADH2 wird in ATP umgewandelt, durch einen Prozess, der Protonen pumpt und am Ende ATP produziert. Ein echtes Meisterwerk der Zelle. Jetzt wird's mega spannend, die Atmungskette im Detail. Sie besteht aus 4 Proteinkomplexen. Erster Komplex, NADH-Dehydrogenase. Nur NADH gibt hier Elektronen ab, die durch den Komplex wandern, während Protonen in den Intermembranraum gepumpt werden. Das erzeugt einen Gradienten. Zweiter Komplex, Succinat-Dehydrogenase. Hier kommt FADH2 ins Spiel, liefert Elektronen, pumpt aber keine Protonen. Dritter Komplex, Cytochrom BC1. Elektronen werden weitergeleitet, mehr Protonen gepumpt und Coenzym Q10 hilft beim Transport. Vierter Komplex, Cytochrom C-Oxidase. Elektronen reagieren mit Sauerstoff zu Wasser. Der finale Schritt. Was treibt das Ganze an? Der Protonengradient lässt die ATP-Synthase arbeiten. Ein Enzym wie eine Turbine. Protonen fließen zurück in die Matrix und dabei wird ADP zu ATP umgewandelt. Ein unglaublicher Prozess. Jetzt fassen wir zusammen. Glucose kommt in die Zelle, wird in der Glykolyse im Zytoplasma zu Pyruvat gespalten. Pyruvat geht in die Mitochondrie, wird zu Acetylcoenzym A und startet den Krebszyklus. Der Zyklus liefert NADH und FADH2, die in der Atmungskette an der inneren Membran in ATP umgewandelt werden. So treibt Glucose unsere Zellen an. Wie viel Energie kommt eigentlich raus? Schauen wir uns die Zahlen an. Zuerst die Glykolyse, 2 ATP direkt, 2 NADH, die später etwa 5 ATP liefern, da NADH durch den Transport etwas Energie verliert. Dann Pyruvat zu Acetylcoenzym A, 2 mal pro Glucose, 2 NADH, also etwa 5 ATP. Jetzt der Krebszyklus, auch 2 mal pro Glucose, 2 GTP, das entspricht 2 ATP, plus 6 NADH, etwa 15 ATP und 2 FADH2, etwa 3 ATP. In der Atmungskette wird all das in ATP umgewandelt. Jede NADH liefert etwa 2,5 ATP, jede FADH2 etwa 1,5 ATP. Zusammengefasst, pro Glucose entstehen etwa 32 bis 34 ATP, aber 2 ATP werden für den Transport von NADH verbraucht. Wichtig: Der Krebszyklus läuft 2 mal pro Glucose. Was passiert, wenn kein Sauerstoff da ist? Genau, die Milchsäuregärung. Zuerst läuft die Glykolyse wie immer. Glucose wird zu Pyruvat, dabei entstehen 2 ATP und 2 NADH. Ohne Sauerstoff geht Pyruvat nicht in den Krebszyklus, sondern wird zu Milchsäure umgewandelt und NADH wird zu NAD regeneriert. Ergebnis? Nur 2 ATP pro Glucose, aber die Zelle bleibt am Laufen, zum Beispiel in Muskeln bei intensiver Belastung. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, liken, die Glocke zu aktivieren und es mit euren Freunden zu teilen. Bleibt bei RomiMed, begleitet mich weiter und bis zum nächsten Video. Tschüss.